Die ist bei den Zelten. Was macht sie da? Ach ja, sie kümmert sich um die Kranken. Ach so. Macht natürlich Sinn. Bei den Zelten. Bei den Zelten. Draußen in den Kälten. Was? Ah, darum. Hier? Ja, hier. Schönen guten Tag, Lady Ashbury. Took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Das war's bald mit ihm, wenn er so weitermacht. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Hi. Good evening, Dr. Reed. Guten Abend. It's a pleasure to see you again. Haben wir You uns bereits schon seem mal gesehen? surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night. Before Ach so. vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. Sie My sind auch name is also. Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Swansea hat einfach ein Faible für Vampire. Schön, Sie wiederzusehen. You've taken me by surprise. I'm Sehr. very happy to see you. The pleasure is mine. Wir sind natürlich Doctor. freundlich zu ihr. I hope you're more disposed to answer my questions now. Bitte jetzt, ja. You must have countless questions. Ja, But sehr. a rather urgent matter first. Swansea has explained. Ja. My cover, if you prefer, has been compromised. Ich bin hier, Dr. um Ihnen zu Swansea has helfen. commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. Ja, bitte. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. Natürlich, wie es immer Refuse ist. his most recent demands. Machen Sie Please fort. continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Ist es denn wahr? Is it true? Now aren't you the blunt one? Ich brauche doch nur Informationen. Ich Excuse möchte es my doch nur impertinence, wissen. Your Ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Echt? Na dann mal gucken. Wo ist denn diese Miss Jones? Simpletons, these nurses. Bred with no respect.
Wie können Sie denn so viel wissen, wenn Sie nur hier im Bett liegen, hä? Madame? What? Guten What Abend. is this? Who are you? Sind Sie Get out diese... of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Ich nicht. Where's Dr. Swansea? Halten Sie in der Wand. Nein, sind Sie die alte Omi, die immer am Fenster hockt und alles beobachtet und zu allem seinen Senf dazu gibt? Die alles immer weiß? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. Warum you know how bedrohen? long I've Was been a mache ich patient denn? here. You've picked the wrong fight. Gut, dann leg los. Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Ich brauche Better than any Informationen, patient, die nurse or Dame. doctor. I've seen so many vile undertakings. Ich I bin ihr heard bester there have been some Freund. despicable goings on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Was? I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Oh Really? Gott, aber ich Well, muss if you nicht. have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. Sie weiß nur alles. Swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. An der ich nicht teilnehme. Höchstens, um Ihnen später mal einen Besuch abzustatten. So mitten in der Nacht. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Können wir mit dir reden? Good evening, miss. I'm Hi. Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. Du siehst ziemlich fertig aus. Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Das können wir ganz schnell rausfinden. Sollen wir mal gemeinsam ins Sonnenlicht reiten? Was? And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Das kennen wir. Beschreiben Sie dieses Please. Gefühl. Describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. Wie heißt nochmal diese Krankheit? Ja, Cotard. Das Cotard-Syndrom? I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The Genau die affected meinte ich. patients are delusional. Daran musste ich nämlich auch sofort denken. That they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Das Cotard-Syndrom. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft? It's only a cover to hide from my enemies. Welche I can Enemies? be whatever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Was? Feinde? Welche Who Feinde? are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Ja gut, dass wir da schon waren und The alles staff ausgeschaltet here are haben. not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the
men and women who hunt me, for I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally Die make Türen sure stehen they allen offen. Thank Hier you, wird sie nie mortal, jemand but do finden. not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Naja, mal sehen. Have you heard of any blackmailing going on within these walls? I have no time for mortal games. My secrets are beyond their comprehension, Dr. Reed. Aber für Unmortal Games. Entschuldigung. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? Wie gesagt, What do you ich bin ein require? Vampir. Was Proof bist of my du? powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it's such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you Aha. I'll leave you, Mistress. Ich hätte gerne noch Persönliches gefragt. Dazu kam ich wohl jetzt nicht mehr. Egal. Bye. I'm a vampire. What are you? Oh, eine Mülltonne. Eine Mülltonne. Dankeschön. So, wen können wir hier befragen? Ist sie das wieder? Wo soll ich hin? Oh, ich hasse das so sehr. Ja, die brauchen wahrscheinlich ein Jahr, um es ordentlich zu machen. Oben kann doch keiner sein. Können wir mit dir Good denn evening, reden? Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Natürlich. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Sie verdienen unsere No Hilfe, matter how genauso you wie sie feel about uns. her, Miss Jones deserves Helfen our kann. help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. Das ist wohl wahr. Es gibt solche She Leute could have been leider. telling the truth about the mysterious man. Überall im That Leben. old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Tut sie denn? What can you tell me about... Let me... Mit der haben wir schon geredet. What can you tell me? Let me... Merk schon. Gut, vielen Dank. Ich glaube, wir werden nicht viel rauskriegen. Entschuldigung, wenn ich dich angestoßen habe, Madame. Oh, was ist das? Okay. Ich glaube, für den Rest muss ich nach oben, richtig? In die Richtung ist jemand? Oder nicht? Ist es abgeschlossen? Nein, ich muss runter. Oh, wir könnten uns entwickeln. So. You are going to reveal all your secrets to me, even the darkest thoughts in your heart. My blood and soul. They belong to you now. The life running in your veins. This dead flesh needs it. Oh, please spare me, Dark Queen. Was? Spare your obedient slave. Was für ein Schauspiel ist das hier? Shakespeare oder was wird das? I wonder why the Goswicks came here in the first place. Was war das gerade? Ich muss raus. The daily routine. Richtig.
Hier ist jemand ganz in der Nähe. It's safer here than anywhere else in the East End. Können wir denn miteinander reden? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the Jeden ambulance Tag. driver for this shithole of a hospital. That's quite Ja, a blunt vielen Dank. introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. Nein, I'm warum? not sure I Ja. understand what you're talking Wo about. sollten wir? Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Oh, wir kriegen was von dir? I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I Ja. retrieved your wallet, Juhu. all Surprise. the money, Entschuldigung. and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Wen Not interessiert at all, das? Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded Kein as you, Interesse, Dr. danke. Ich Reed. brauche kein Geld. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Cool. Oh, eine Schrotflinte. Wie viel kostet die? 3,5. Wie viel haben wir denn? Aber ich wollte mit dir noch über andere Good Dinge evening, Milton. reden. Good evening, Doctor. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. Jeder This sieht city was schreckliche sick Dinge long in seinem before the Leben. epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Ja, tue ich auch schon lange nicht mehr. Bringt nichts. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's Das as kann ich depressed as I verstehen. am. Wird mich auch fertig machen. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all Ja, that aber wie matters. lange könnt ihr das denn noch durchhalten? You do Wenn ihr realize you gefeuert could both werdet. get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? Ja, sehr There's wahrscheinlich. nothing wrong with what we're doing. Nee, ihr seid nur am Leben. Have you heard of any other? There are a lot. What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reed. Oh, bitte. If you want to know Sprich dich more, aus. you better talk to Harriet Jones. Ja, She's wissen the wir. oldest patient here. Ja, das wissen wir. Goodbye. Gut, jetzt haben wir noch einen. In die Richtung, schätze ich. Oder? Verräter im Krankenhaus. Oder wir sollten erst das zu Ende machen. Finde Schwester Dorothy Crane. Finde Schwester Gwyneth Brannigan. Aber die sind nicht hier. It's locked, all right. As for me, Fragt sich, wo die sind. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Ja, wir sind dabei. reads me like a book. Würde das denn endlich mal aufhören? Ne, da wollte ich nicht hin.
Du bist? Du bist? Du bist? Good evening, Nurse Hawkins. Pippa. Good evening. Okay. What can you tell me about this strange man? Let me... Kennen wir bereits. Vielen Dank. Goodbye, Nurse. Was war das? Hier hat doch gerade irgendwas geblinkt. Sind die vielleicht da oben jetzt? Da komme ich ja gerade nicht hin. Ne, komme ich auch weiterhin nicht hin. Dorothy und Brannigan. So, ich suche. Fragt sich nur, wo die sind. Ich bin ein bisschen ratlos. Jetzt ist da wieder offen. Guten Tag. I'm all right. Ja, finde Schwester Brannigan, das wissen wir. Vielen Dank. Aber gerade finde ich nur Pippa. With you at our side, Dr. Reed, I know that Pembroke will prevail and survive. Darkest thoughts in your heart. Liars and thieves. Gibt's denn hier nirgendwo eine Schwester? Schwester! Wo seid ihr? Da ist eine. Ist das wer Pippa? Good evening, Nurse. Good evening. Ja, ist es. Goodbye. Es muss doch irgendwo eine Schwester geben, oder? Das wäre es jetzt, wenn die da noch Leute umbringen, von denen sie glauben, dass es Vampire sind. Status des Bezirks gesund. Naja, mal gucken, wie lange. Guten Tag. Not a good place for a stroll. Hey! Don't come no closer! Ja, ja, ich bin weg. Keine Sorge, Sie sind in Sicherheit. Und das glaubst du. Ich weiß doch nicht, wo ich suchen soll. Ich gehe jetzt erstmal zum Hospital zurück. Speicher und mach Schluss für heute, denke ich. Ich weiß nämlich nicht, wo ich die beiden Mädels finden soll. Gerade zumindest. Wir finden sie, nur nicht heute mehr. Dankeschön. Schön, dass das immer neu aufgefüllt wird. Was ist das eigentlich? Dr. Swanseas Nachricht. Verehrter Jonathan, Schwester Dorothy hat auf meine Weise in ein Büro für sie im ersten Stock eingerichtet. Bitte entschuldigen Sie die dürftige Ausstattung, doch das Pembroke Hospital ist keineswegs das Ritz. Es tut mir auch leid, dass Sie das Büro alleine suchen müssen. Ich muss noch etwas schlafen, bevor ich weiterarbeite. Ich bin eben nur ein Sterblicher. Ich habe zusätzlich verordnet, man soll sie etwas ausruhen lassen und niemals ihren Raum betreten. Sie können ohne Störung tagsüber schlafen und ohne Verdacht zu erwecken, nachts arbeiten. Ich fürchte, hier ist alles etwas unordentlich, aber wenigstens können Sie hier Ihre Experimente selbstständig durchführen. Ihnen wird das offene Fenster mit dem Gerüst davor auffallen. Es ermöglicht Ihnen jederzeit unbemerkt im Krankenhaus ein- und auszugehen. Cool, okay. Ich kann mir kaum vorstellen, wie fürchterlich neu und verstörend all das für Sie sein muss. Glauben Sie mir, ich habe genug über Ihre Spezies geforscht, um zu verstehen, was Sie nun durchmachen und fühlen müssen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Sie bei diesen Prüfungen zu unterstützen. Seien Sie versichert, dass Sie mit allem nicht alleine dastehen. Ich bin froh, Sie in diesem
finsteren Zeiten getroffen zu haben. Unsere zukünftige Zusammenarbeit wird sicherlich bedeutende Früchte tragen. Willkommen in Pembroke. Geschätzter Kollege, wir sollten uns bald unterhalten. Mit freundlichen Grüßen, Edgar Griffin Swansea. Wieso ist die Tür offen? Das finden wir das nächste Mal aus. Jetzt will ich mich erst gerade mal... Das war vielleicht ein Fehler. Aber egal. Jetzt habe ich noch 5. Das geht nicht. Gut. Speichern und morgen geht's weiter. Weil da Nacht steht. Folgende Nacht. Immer noch gesund. Mal gucken, wie lange. Bandstufe 1. Okay. Status bis 6. Gesund. So, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.